Heute zeige ich dir die wundersame Verwandlung von einem Häkelblümchen in einen Häkelstern. Wir beginnen mit einem Fadenring von 6 festen Maschen, eine Luftmasche und 6 feste Maschen in den Fadenring. Das ist mein ganz berühmter 6 Minuten Weihnachtsstern. Das heißt, du kannst in einer Stunde 10 so kleine Häkelsterne anfertigen und die geben wieder einen sehr hübschen Geschenkanhänger. Also den Fadenring zusammenziehen und schließen mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Eine Luftmasche und in die gleiche Stelle einstechen, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen. In die nächste feste Masche eine Kettmasche, eine Luftmasche und in die gleiche Masche wieder ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen. In die nächste feste Masche wieder eine Kettmasche, eine Luftmasche und wieder gleiche Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und wieder in die nächste feste eine Kettmasche, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Noch einmal in die nächste Masche eine Kettmasche, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Einmal geht's noch, 6 Spitzen wird der Stern haben. Also nochmal ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und mit einer Kettmasche dort einstechen, wo du begonnen hast. So, Nanu, das ist eine Blüte, aber gleich wird ein Stern draus. Du häkelst einfach weiter, in die erste Masche eine feste Masche, in die Spitze des ersten Blattes noch eine feste Masche und nun ein Picot. 3 Luftmaschen, häkel sie sehr locker und stich hier am Anfang in diese 2 Fäden ein, Faden durchziehen und gleich durch die Schlinge auf der Nadel, also eine Kettmasche. Und wieder eine feste Masche, in die Kerbe eine Kettmasche und wieder weiter eine feste Masche, noch eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen für ein Picot, an den Anfang dieser Luftmaschen einstechen, 2 Faden aufnehmen, den Faden durchziehen, eine Kettmasche, eine feste Masche, eine Kettmasche zwischen die 2 Blütenblätter, eine feste Masche, noch eine feste Masche Picot, hier einstechen, Faden durchziehen, Kettmasche und wieder eine feste Masche, eine Kettmasche zwischen die beiden Blütenblätter, eine feste Masche, du siehst schon, wie aus der kleinen Blüte ein Stern wird, eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen für ein Picot, unten in 2 Fäden einstechen, Faden durchziehen, Kettmasche, eine feste Masche, eine Kettmasche in die Kerbe, eine feste Masche, eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen, eine Kettmasche an den Anfang der Luftmaschen und wieder eine feste Masche,
eine Kettmasche zwischen die Blütenblätter und einmal noch eine feste Masche, noch eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen für ein Picot, an der Basis einstechen, Kettmasche, noch eine Festmasche, feste Masche und eine Kettmasche in die letzte Kerbe. Nun kannst du eine Luftmaschenkette daran hängen, um diesen winzigen Stern irgendwo zu befestigen. Du kannst natürlich die Reihe mit den festen Maschen und den Picots auch in einer anderen Farbe häkeln. 6 Minuten. Hast du auf die Uhr geschaut? Und wenn du die letzte Runde nicht häkelst, bleibt es ein Blümchen, das nur mit 2 Runden auskommt.